Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, wieder was vorbereitet. Es ist bald zu Ende, Leute. Es ist bald zu Ende. Es ist nicht mehr viel und die kompletten deutschen Sagen sind durch. Die erste Sage heute heißt Jungfer Eli. Vor 200 oder mehr Jahren lebte in dem münsterischen Stifte Freckenhorst in Warendorf eine Äbtissin, eine sehr fromme Frau. Bei dieser diente eine Haushälterin Jungfer Eli, Elise genannt, die war böse und geizig. Kamen arme Leute, die einen Almosen herrschten, so trieb sie diese mit der Peitsche fort, band auch schließlich eine kleine Glocke an der Tür fest, damit die Armen nicht läuten konnten. Der Volkwitz rächte sich an ihr dafür und erfand die nachstehende Sage, die der drolligen Züge nicht entbehrt. Jungfer Eli wurde todkrank und man rief den Pfarrer, der sie zum Tode vorbereiten sollte. Als der durch den Baumgarten der Äbtissin ging, sah er Jungfer Eli auf einem Apfelbaume sitzen in ihrem grünen Hütchen mit weißen Federn. Als er aber in das Haus eintrat, lag sie wieder in ihrem Bette. Sie erwies sich auch nahe vor ihrem Ende böse und gottlos wie immer, wollte nichts von Besserungen hören und drehte sich nach der Wand, als der Pfarrer ihr ins Gewissen reden wollte. Sobald sie die Augen schloss, zersprang die Glocke an der Tür, und bald darauf fing es an, in der Abtei zu spuken. Als eines Tages die Mägde in der Küche saßen und Fitzbohnen schnitten, fuhr sie mit Gebraus zwischen ihnen her, gerade wie sie sonst lebte und leibte, und rief: »Schnitt ju nit in de Finger! Schnitt ju nit in de Finger!« Ginge die Mägde nach dem Stalle, um zu melken, dann saß sie im Wege und wollte sie nicht ungeneckt vorbeilassen. Wenn sie aber sagten: »In Gottes Namen, gar wieder daher!« da musste sie sich trollen und ihnen die Bahn frei halten. Zuweilen zeigte sie ihnen eine schöne Torte und rief: »Tat, tat!« Wenn die Leckermäuler sich nun darüber hermachten wollten, warf sie ihnen mit dem höllischen Gelächter die Bescherung vor die Füße, und dann war es kein Kuchen, sondern etwas Unappetitliches. Auch den Holzknechten machte sie zu schaffen, flog immer von einem Baum zum anderen und schnitt ihnen Grimassen, damit sie daneben hauen möchten. Nachts polterte sie im Hause herum, warf Töpfe und Schüsseln durcheinander und störte die Leute im Schlafe wie ein richtiger Kobold. Endlich erschien sie auch der Äbtissin selber auf dem Wege nach Warendorf, hielt die Pferde an und wollte in den Wagen hinein. Die Äbtissin aber sprach: »Ich will mit dir nichts zu tun haben. Hast du etwas Böses getan, so ist's nicht mein Wille gewesen.« Jungfer Eli wollte sich aber nicht abweisen lassen. Da warf die Äbtissin einen Handschuh aus dem Wagen und befahl ihr, dem aufzuheben. Während Eli sich nun bückte, trieb die Äbtissin den Fuhrmann an: »Fahr zu, so schnell du kannst! Und wenn die Pferde darüber zugrunde gehen!« So jagte der Fuhrmann nach Warendorf und Jungfer Eli war die Geprellte. Schließlich wurden sie in Freckenhorst der Sache überdrüssig und empfahlen ihr doch lieber im Davertschen Walde spuken zu wollen. Man gab ihr die besten Worte, sie blieb aber eigensinnig und trotzig still. Endlich rief sie: »Hick hiekt, hick hiekt!« Anfangs wusste keiner, was sie damit meinte, bis man einen Hütejungen bemerkte, der sich in seiner Dummheit in die Kirche geschlichen hatte und am Maulaffen feilhielt. Man begriff nun auch Elis Schweigen, denn sie wollte sich von diesem Jungen nicht beschämen lassen. Der neugierige Bursche wurde also entfernt und der Vertrag kam zustande. Alle Jahre einmal kommt aber Jungfer Eli nach Freckenhorst und schlägt ein paar Fensterscheiben ein. Und alle 4 Hochzeiten kommt sie wieder einen Hahnenschritt näher. Das Frauenstift in dieser Sage ist die St. Bonifatius und ist rund 30 Kilometer vom Davertschen Walde entfernt. Ein Hahnenschritt ist vielleicht so 5 Zentimeter lang, also braucht es etwa 2,4 Millionen Hochzeiten, bis Eli wieder beim Stift angekommen ist. Und es ist im Übrigen kein Zufall, warum sie Eli gerade in diesen Wald schickten. Der einzige Weg, der damals hineinführte, war gesäumt von Wacholdersträuchern, Ginstebüschen und Bergkiefern. Aufgrund des unwegsamen Geländes mit ihrem nebelumhangenen Moorland ist der Wert geradezu perfekt für Sagen und Gruselgeschichten. Einzig und allein die Besenbinder und Torfstecher trauten sich in die Gegend, um dort ihrer Arbeit nachzugehen. Das Geld lockt eben.
Und sollte es aber dennoch unkundige Reisen dorthin verschlagen, konnte es passieren, dass sie auf einen Hoho-Männchen stießen, ein nicht mal halben Meter hohes Wesen, das mit seiner Flinkheit und Rufen den Reisenden auf einen Irrweg bringen wollte. Auch Hexen, die einen Bund mit dem Teufel eingingen und sich als alte Jungfrauen ausgaben, lebten im Wald. Und natürlich gab es in dem Wald auch eine Burg, der Davensberg. Der Ritter Meinhöfel, der auf der Burg lebte, liebte das Jagen. Doch weil er selbst in den höchsten kirchlichen Feiertagen in der Wert auf die Jagd ging, wurde er bestraft und muss auf ewig durch das Moor herumstreifen. Machen wir weiter mit der nächsten Sage. Die Lebensquelle. In Franken steht auf einem Berge das Stammhaus eines vornehmen adligen Geschlechts. Da entspringt auch eine Quelle, die Jahr aus Jahr einfließt und stets schönes klares Wasser die Fülle hat. Es kommen aber Zeiten, da versiegt der Brunnen vollständig, wunderbarerweise, und das ist das Zeichen, dass jemand in der Familie sterben muss. Ist das Begräbnis vorbei, dann fließt die Quelle wieder. Nun trug sich's zu, dass ein Herr dieses Geschlechts in fremdem Lande todkrank wurde und sein nahes Ende mutmaßte, da er doch schon 80 Jahre alt war. Da fertigte er einen Boten in seine Heimat ab, der sich erkunden solle, ob der Brunnen vertrockne. Als der Bote ankam, war der Quell wirklich versiegt, worüber der Bote nicht wenig erschrak. Als man im Schloss aber seinen Auftrag erfuhr, gebot man ihn ernstlich, dem alten Herrn die Tatsache zu verschweigen, damit ihm die letzte Hoffnung und Lebensfreudigkeit nicht genommen werde. Das tat der Mann, als er wieder zu dem alten Herrn gekommen war, log also, wenn auch in guter Absicht. Da lachte der Alte und machte sich darüber Vorwürfe, dass er von dem Brunnen abergläubisch zu wissen verlangte, was nur in Gottes Hand steht, kümmerte sich gar nicht weiter um den Brunnen, sondern bereitete sich auf sein seliges Ende vor. Seltsamerweise wurde es aber besser mit seiner Krankheit, und nicht lange danach konnte er nicht nur aufstehen, sondern sogar nach Franken reisen. Der Brunnen lief wieder, ohne dass jemand aus der Familie zu Tode gekommen war. Dennoch blieb der Glaube im Volke bestehen. Nun, diese Sage zeigt wieder gut auf, wie stark die Psyche mit der körperlichen Verfassung zusammenwirkt. Ich selbst habe sowas Ähnliches schon erlebt. Nachdem ich mir die Verletzung zuzog, die zu dieser Narbe führte, fiel ich im Krankenhaus in ein tiefes Loch. Damals verbrachte ich noch viel mehr Zeit mit Videospielen. Und der Verlust der Beweglichkeit der linken Hand, das traf mich sehr. Ich wurde depressiv und was meine restliche Gesundheit, meine vollkommene Verfassung in einen Keller zog. Und erst mit Hilfe meiner Eltern kam ich da wieder aus diesem Loch heraus. Naja, und was das Videospielen betrifft, ich kann diese WASD-Steuerung nicht mehr richtig verwenden, ja, weil dafür braucht man mehr Finger. Denn ich habe aber nämlich nur 2 Finger nur noch übrig, weil diese 3 sind zwar noch beweglich, aber taub. Und es ist so, dass jetzt, da der Zeigefinger kein Gefühl mehr hat, keinen richtigen Tasten mehr hat, ist halt jetzt mein Ringfinger dadurch stärker geworden. Er ist auch ein wenig beweglicher und muskulöser als der von meiner rechten Hand. Und hat sozusagen den Ringfinger abgelöst. Tja, was eigentlich umbringt. Mir fällt gerade ein, ich habe hier gerade was vergessen. Ich habe wieder etwas Kleingedrucktes übersprungen. Und zwar geht es hier um die Fitzbohnen oder Beizbohnen, so genannt, weil sie am Beiztage, dem 15. Juni, zu blühen beginnen. Ja, nicht, dass ich das hier unterschlage. Ne? Kommen wir zur nächsten Sage. Der goldene Wagen. Zu den Zeiten des Königs Ludwig von Frankreich lebte in Schwaben Eticho der Welf, ein reicher Herr, der zu Ravensburg und Althoff saß. Seine Gemahlin hieß Judith und war eine Königstochter aus England, sein Sohn Heinrich. Eticho war so reich und stolz, dass er einen goldenen Wagen im Schilde führte und sein Land weder von einem Kaiser noch von einem König als Lehen nehmen wollte. Das untersagte er auch seinem Sohne. Heinrich aber ließ sich von seiner Schwester, die Ludwig dem Frommen die Hand gereicht hatte, überreden, sich von diesem Land schenken zu lassen. Ludwig bewilligte ihm so viel, als er mit einem goldenen Wagen umfahren könne.
Der fränkische König glaubte aber nicht, dass Heinrich so reich sei, um sich einen goldenen Wagen bauen zu lassen. Heinrich ließ sich nun einen winzigen goldenen Wagen, den er leicht tragen konnte, schmieden und an verschiedenen Orten Pferde bestellen, die bestieg er der Reihe nach, hielt den Wagen in der Hand und umzog so das Land. Als er eben einen Berg umreiten wollte, kam er an ein böses Mutterpferd, das er nicht besteigen konnte. Der Berg heißt davon der Maren, Bärenberg, und der Ravensburger Herren leiten davon das Recht her, dass sie nicht genötigt werden können, Stuten zu reiten. So umzog Heinrich ein großes Stück Land, das ihm nachher auch in aller Form vom König zum Lehen gegeben wurde, wenn es Ludwig auch verdroß, dass der goldene Wagen zu viel umzogen hatte. Seitdem nannte sich Heinrich Herr von Ravensburg, weil das mit in den umzogenen Gebieten lag, während sich sein Vater und seine Vorfahren bloß Herren von Althoff geheißen hatten. Als Etecho hörte, dass sich sein Sohn habe belehen lassen, ging er traurig aus Bayern, zog mit 12 seiner tapfersten Diener in das Gebirge, ließen alle Zugänge sperren und blieb da bis an sein Lebensende. Ein Nachkomme Heinrichs stellte Untersuchungen nach Etechos Verbleib an, ließ die Gräber an Scherenzer Waldmund ermitteln und baute darüber eine Kapelle. Schöne Sage. In einer anderen Version ist es kein goldener Wagen, sondern ein goldener Pflug. Was ich auch sinniger finde, weil ein Pflug hinterlässt ja eine deutliche Spur im Boden, wonach man dann sehr leicht die Grenze ziehen kann. Und da frage ich mich, wie Heinrich seinen Weg im Nachhinein dann nachweisen konnte, denn er hatte ja den goldenen Pflug in der Hand und nicht hinten an sein Pferd gespannt. Egal. In Schwaben bzw. in der Stadt Weingarten gibt es das alljährliche Welfenfest, in der auch diese Sage von Kindern in einem Umzug dargestellt wird. Dieses Jahr ist das Fest vom 7. bis zum 11. Juli 2023. Ja. Wer in der Nähe wohnt und dorthin geht, der kann mir ja gerne mal ein paar Bilder hinterlassen. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Sage. Herzog Bundus. Herzog Balthasar von Schwaben war mit der Tochter des Herzogs Alban von München vermählt, aber die Ehe blieb kinderlos 14 Jahre lang. Da Balthasar nun gern einen Erben gehabt hätte, überredete er seine Gattin, einen Betrug gutzuheißen, der darauf hinauslief, dass sie das neugeborene Kind des Leibjägers als das ihrige ausgeben wollten. Da nun der Jäger und seine Frau einverstanden waren und Verschwiegenheit gelobten, so wurde unter großer Freude des Landes verkündet, dass der lang ersehnte Erbe sich eingestellt und den Namen Bundus erhalten habe. Bundus wurde nun wie ein Herzog aufgezogen, dennoch zog es ihn immer zu den Jäger hin, mit dem er gern durch die Wälder streifte. Als Bundus 22 Jahre alt war, starb Balthasar und er sollte sich nun mit der Herzogin von Geldern vermählen. Da sprach ein Zufall das Geheimnis ans Tageslicht. Der Jäger bekam eines Tages Streit mit einem anderen herzoglichen Diener und schlug ihn tot. Darauf ließ ihn Bundus in den Turm werfen und wollte über ihn Gericht halten. Das Weib des Jägers wollte nun ihren Gatten aus dieser Not retten und begehrte heimlich mit dem Herzog reden zu dürfen. Als ihr das gewährt wurde, fiel sie ihm um den Hals, nannte ihn ihren Sohn und erzählte, was sie wusste. Bundus konnte an der Wahrheit nicht zweifeln, erschrak über die peinliche Enthüllung und hielt sich von dem Zeitpunkte an unwürdig, das Herzogtum zu regieren. Er nahm die nächste rechtmäßigen Verwandten Hugo von Heiligenberg zu sich, vermählte ihn mit der Herzogin von Geldern, dankte ab und übergab ihm sein Erbe. Dann zog er sich in das Kloster Althoff zurück, entsagte der Welt und diente Gott 29 Jahre lang. Als er sterben wollte, ließ er den Herzog Hugo und den vornehmsten Lehensträger kommen und offenbarten ihnen den Sachverhalt. Alle segneten ihn dafür, dass er gerecht gehandelt habe, und nannte ihn Wolf Welf in den Jahrbüchern des herzoglichen Hauses. Nun, die Sage heißt auch die Welfensage, und von dieser gibt es 2 unterschiedliche Versionen. Diese, die ich gerade vorgelesen habe, ist die weniger beliebte. Darum lese ich jetzt euch nochmal die andere vor, die beliebtere. So. Die Welfensage. Vor langer Zeit stand bei Weingarten eine Burg, auf welche der mächtige Graf von Althoff lebte. Das Volk verehrte ihn als strengen, aber gerechten Herrn, wohingegen seine Frau wegen ihrer Hartherzigkeit und ob des Geizes gefürchtet war. Ihr begegnete eine arme Witwe, die sie um ein Almosen für ihre Kinder bat.
Als diese von der Gräfin mit bösen Worten zurechtgewiesen wurde, stieß sie eine Verwünschung gegen die Adlige aus. Bald darauf kam die Gräfin nieder und gebar 12 Knaben. Das galt damals als böses Zeichen, denn nach mittelalterlicher Vorstellung versinnbildlichten Mehrlingsgeburten den Ehebruch. Wie viele Kinder, so viele Väter sind's, gingen damals die Worte. So ließ die Gräfin 11 Jungen heimlich beiseite schaffen. Eine Magd sollte sie im Bach ertränken. Unglücklich machte sich diese auf den Weg. Kaum hatte sie die Burg verlassen, kam ihr der Graf entgegen, der eben von der Jagd heimkehrte. Auf die Frage, was denn in ihrem Korbe getragen werde, antwortete die junge Frau zitternd, es seien 11 junge Welpen, die sie ertränken solle, weil die Gräfin das laute Gebell so sehr störe. Misstrauisch befahl der Graf, den Korb zu öffnen. Da fiel die Magd schluchzend vor ihm nieder und gestand, was geschehen war. Als der Graf seine Fassung wiedergefunden hatte, hieß er die Magd, die Gräfin auszurichten. Sie hätte ihren Auftrag ausgeführt, ansonsten sollte sie aber schweigen. Er selbst gab die Knaben einem Müller in der Nachbarschaft zur Pflege, sagte ihnen aber nichts über ihre Herkunft. Jahre vergingen. Als die Knaben herangewachsen waren, lud der Graf zu einem großen Fest und erzählte bei Tische manche Geschichte, auch von einer Mutter, die ihre eigenen Kinder wie junge Welpen ertränken lassen wollte. Welche Strafe denn eine solche Mutter verdiene, wandte er sich an seine Gemahlin. Böse ahnend stammelte diese: Der Tod. Auf ein Zeichen des Grafen öffnete nun die Magd die Türen des Rittersaales, und 11 Knaben traten mit den Müller ein. Der Graf berichtete seinen Gästen, was sich vor Jahren zugetragen hatte. Die Gräfin warf sich ihm zu Füßen und bat um Gnade. Nur durch die Fürsprache der Söhne ließ sich der Graf erweichen und verschonte ihr Leben. Die Knaben aber wurden fortan die Welfen genannt. So, das war die andere Sage, die beliebtere Sage. Also der Rekord bei einer Mehrlingsgeburt lag vor langer Zeit, eine lange Zeit bei 8 Kindern. Vor 2 Jahren aber behauptete eine Frau aus Südafrika, 10 Kinder mit einem Wurf zur Welt gebracht zu haben. Allerdings waren nur 8 davon auf den Ultraschallbild zu sehen. Und weil die Geburt nicht in einem Krankenhaus stattfand, fehlt der Beweis dafür. Nun zur Sage. Wie verflucht nochmal soll man eine 12-Lingsgeburt verheimlichen? Ich meine, man hat die Frau doch gesehen. Man sieht doch den riesigen Bauch der Königin und merkt, dass da mehr als ein Kind drin ist. Ich weiß, es ist nur eine Sage. Aber warum müssen es an der Stelle genau 12 Stück sein? Ich meine, waren 5 nicht krass genug? Oder 6 oder 7? Egal, auch diese Sage wird auf den Welfenfest von Kindern dargestellt. Also, ich war da noch nie, ich habe das noch nie gesehen. Aber da gibt es ein Welfentheater. Und ich würde es gern sehen, wie ein junges Mädchen sich auf den Gebärstuhl sitzt und unter ihr hervor 12 Kinder hervorkrabbeln und alle dann auf dem Boden liegen und weinen wie kleine Säuglinge. Weiß nicht, ob es das gibt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und im Übrigen, von der Stadt Weingarten ist das eben auch die beliebtere Version. Also, wenn ihr da Informationen dafür habt oder vielleicht ein Videoschnipsel oder sowas, ne, könnt ihr mir ruhig mal geben. Also ich würde mir das gern ansehen, wie das Theater da aussieht. Gut, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und dann sieht man sich wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.